Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie ich mein Tablett herbstlich dekorieren werde. In meinem Fall hat das Tablett einen Durchmesser von ca. 29 cm. Ja, und dann stelle ich euch jetzt mal die ganzen Materialien vor, die ich gleich einarbeiten werde. Hier haben wir Bauernhortensien und Kugeldisteln. Die stammen beide aus meinem Garten. Die Bauernhortensien werde ich jetzt gleich noch mit Haarspray einsprühen, dann werden sie noch mal haltbarer. Und können auch, ich sage jetzt mal höchstwahrscheinlicher, sagt man überhaupt höchstwahrscheinlicher, die Farbe noch etwas besser behalten. Klappt nicht immer, ne? Aber dann trocknen sie auch nicht so schnell ein. Hagebutten. So, was habe ich denn hier noch? Eine 3 Meter lange Drahtlichterkette. Ihr könnt aber auch, eine 1,5 Meter lange verwenden oder eine 2 Meter lange Drahtlichterkette. Haarspray ist auch am Start. Eine Schere. Ich muss das hier noch zurechtschneiden gleich. Dann habe ich hier so einen Deko-Kürbis. Hier oben kann man so ein Teelicht dann draufstellen, hineinstellen. Ein Deko-Apfel, den kennt ihr vielleicht schon aus einem anderen Video. Dann eine Kerze im Glas, ist auch schon bekannt aus einem anderen Video. 2 Teelichter, weil ich mich noch nicht entscheiden kann, ob ich Orange nachher nehme oder Weiß. Schneckenhäuser, 3 Stück. Ja, den Zollstock brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Und das ist Spiegelsand. Mal gucken, ob der auch zum Einsatz kommen wird, weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Ja, und was ich jetzt mal als allererstes machen werde, ich werde schon mal die Hortensien gut einsprühen mit Haarspray. Dann lege ich sie beiseite und lasse das Haarspray erst einmal eintrocknen. Auch hier von unten wirklich gut mit Haarspray einsprühen. Jetzt vielleicht nicht so viel, dass sie bei euch auf dem Arbeitstisch kleben bleiben. Aber ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man sie vorher mit Haarspray einsprüht. Man kann die auch dann sofort schon trocknen mit Glycerin. Hat bei mir auch gut geklappt. Allerdings hat eine, die hat sich total braun verfärbt. Muss man aber auch nicht entsorgen, die Hortensien, weil die könnt ihr wiederum dann einsprühen. Ich zeige euch mal nachher ein Beispiel. Ja, ich müsste jetzt allerdings selber dann durchs Bild latschen. Das war in dem Video, wo ich die, mal eben überlegen, wo ich die Flaschen gestaltet hatte. Da kam eine Hortensie drin vor, die hatte ich eingesprüht und hier krabbelt gerade eine kleine Spinne auf meinem Arbeitstisch. Ja, die retten wir gleich. Jetzt erstmal die letzte Hortensie einsprühen und dann wird die Spinne gerettet. Und eine Sache habe ich jetzt gerade selber vergessen bei den Hortensien. Ich mache da immer die Blätter ab, weil die dann unschön eintrocknen. Und noch etwas zu den Bauernhortensien. Nicht zu tief abschneiden bzw. den Stiel zu lang lassen. Dann schneidet ihr nämlich die Blüten für das nächste Jahr ab. So, Spinne, komm mal her. Dich bringen wir mal eben raus. Das sind die Hortensien, die ich vorhin meinte. Oder um mal genauer zu sein, das sind beides Rispenhortensien, welche im Laufe des Trocknens ihre Farbe verloren hatten. Ja, und diese hier, die hatte ich erst mit Pink eingesprüht und dann mit etwas Silberspray. Also das muss man dann wirklich nicht entsorgen. Oder ihr arbeitet solche getrockneten Hortensien einfach in der Naturfarbe ein. Ne? Kann man natürlich auch machen. So, was wollte ich euch jetzt noch erzählen? Bei den Kugeldisteln, da sind hier jetzt noch die letzten kleinen Blüten dran. Und die zupfe ich jetzt ab, weil das sieht etwas unschön aus, wie ich zumindest finde. Könnt ihr auch dran lassen, diese kleinen Stippen. Und die Kugeldisteln oder alle meine Blumen, die lasse ich immer so lange an der Pflanze dran, bis ich halt sehe, da gehen keine Bienen und Hummeln mehr dran oder halt auch andere Insekten. Mir tut das ansonsten immer leid, wenn ich die jetzt schon in voller Blüte abschneiden würde. Und da sind aber noch ganz viele, Insekten halt am Nektar trinken oder am Nektar sammeln, wie auch immer. Und deswegen friere ich das jetzt hier mal ab. Die kann man auch einsprühen, ne? Oder die kann man auch für Weihnachtsdeko verwenden. Ja, und dann habe ich jetzt gerade noch in meiner Werkstatt entdeckt, stammt aus dem letzten Jahr oder vor 2 Jahren, das ist getrocknete Stacheldrahtpflanze. Ich bin jetzt gerade noch selber am Überlegen, ob ich die etwas silber ansprühen würde. Weiß ich jetzt allerdings noch nicht, wenn sie überhaupt eingearbeitet werden wird. Ich werde jetzt als erstes meine Lichterkette auf dem Tablett platzieren und ich habe die Lichterkette überprüft, ob sie überhaupt angeht. Das wäre ansonsten ziemlich ärgerlich, wenn ihr euer Projekt vollendet habt und dann geht nachher die Lichterkette nicht. Ja, dann müsste man das Ganze halt wieder abbauen. Wie gesagt, die ist jetzt hier als erstes mal am Start. Dann kommt hier dieser Kürbis hinzu, der Zierapfel und die Kerze in diesem Glas.
Nun kommt der Spiegelsand hinzu und dann arbeite ich die Blumen ein. Die Ränder meines Tabletts mache ich jetzt hier einfach mit meinem alten Pinsel sauber. Ja, und dann sind jetzt als nächstes die Hortensien am Start. Ich muss meine jetzt nicht wirklich zurechtschneiden. Die können jetzt in meinem Fall so groß bleiben, wie sie sind. Wenn ihr die kleiner haben möchtet, dann hier einfach mal so hineinschauen. Dann kann man sie halt noch kleiner schneiden, werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ich würde jetzt auch immer zuerst mit den Hortensien anfangen. Eine würde ich mir aufheben, um dann nachher hier dieses Batteriefach verstecken zu können. Dann macht man die hier einfach so oben drüber. Und wenn ihr neue Batterien benötigt, nehmt ihr die Hortensie runter, Batterien austauschen, fertig. Ich werde jetzt auch die Lichterkette mal einschalten. Oh, das sieht niedlich aus. So, schieben wir mal eben etwas da drunter. So, mal eben hier Lucky, die größere. Oh, ich finde Hortensien so cool. Ich muss hier natürlich jetzt etwas Abstand halten, wegen dem Teelicht später. Das wäre sonst ein bisschen unschön. Ich glaube, ich habe mir eine Hortensie zu viel abgeschnitten. So, dann kommen die Kugeldisteln hinzu. Halte ich hier mal an. Und dann gucke ich mal, wie lang möchte ich jetzt die Stiele lassen. Und die platziere ich zwischen den Hortensien. Nur nicht zu sehr bei der einen hier, die das Batteriefach jetzt versteckt. Wo können wir dich denn noch hin? Vielleicht da. Oh, ich finde Hortensien so cool. Ich liebe die. Vor allem mit denen könnt ihr ganz, ganz toll basteln. Stacheldrahtpflanze, weiß ich noch nicht. Die Hagebutten werden folgendermaßen eingearbeitet werden. Ich stecke die so zum Beispiel mal dazwischen, wobei das jetzt hier wieder zu nah wäre wegen der Kerze. Oder einfach mal hier so hinein. Wenn da jetzt noch Blätter dran sein sollten, zum Beispiel wie bei der hier, dann mache ich die auch vorher ab. Aber das Einzige, wo ich mir jetzt noch unsicher bin selber, Stacheldrahtpflanze, ja oder nein. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Und dann gehe ich jetzt einfach mal wieder auf Zeitraffer. Das dauert ja hier eine Weile, bis ich damit fertig bin. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich jetzt ganz froh, dass ich die Stacheldrahtpflanze nicht mit eingearbeitet habe. Irgendwie war das Ganze nicht so wirklich harmonisch. Wo ich mir jetzt selber noch unsicher bin, ja, orangenes Teelicht oder lieber ein weißes. Aber irgendwie ist das Weiße jetzt auch harmonischer im Gegensatz zu diesem orangenen Teelicht. Von der Größe her ist das auch irgendwie passender. Aber ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Eine Bauernhortensie habe ich hinausgenommen, das war dann doch zu viel des Guten. Ich persönlich mag das ja sowieso total gerne, wenn die Sachen so richtig schön üppig erstellt sind. Aber die wird jetzt einfach beiseite gelegt werden, hängen die kopfüber auf und dann kann sie im Laufe der Zeit einfach eintrocknen. Allerdings in einem dunklen Raum dann aufhängen, dann können Sie die Farbe nochmal etwas besser behalten als bei Sonnenlicht oder bei Tageslicht, weil dann bleichen die halt leider aus. Und mir persönlich gefällt mein Tablett so. Kommt jetzt gleich in die Wohnung hinein und dann mal gucken, wie lange das Ganze so, ich sag mal, knallig aussehen wird. Die Hagebutten halten aber auch ganz schön lange, wie ich persönlich finde. Die ganzen benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ich werde mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!